Mein Name ist Lukas Mehr und gemeinsam mit Lara Wadlau segle ich in der Olympischen für 70er Klasse. Wir sind beide im Nationalkader des österreichischen Segelverbandes. Wir stellen euch heute die 5 wichtigsten Drills am Wasser vor für Sailors Solution. Kommen wir zum ersten Punkt, das Angleichen. Wie finde ich heraus, wer am Wasser schneller ist? Am besten ist es, wenn du mit 3 Booten nebeneinander in Richtung Luftdonne segelst. Hier findest du am schnellsten heraus, wer den besseren Bootspeed hat. Ob das Lehboot etwas schneller, das mittlere Boot oder das Luftboot etwas schneller ist, kann natürlich auch vom Wind oder von der Welle abhängen. Aber wenn man öfter durchtauscht, dann kriegt man sehr schnell ein gutes Gefühl, welches Boot den besten Speed hat. Kommen wir nun zum nächsten Punkt, das Setup. Wenn wir uns nicht sicher sind, wieso wir beim Angleichen etwas langsamer waren, hat das oft etwas mit dem Setup zu tun. Auf jedem Segelboot gibt es verschiedene Einstellmöglichkeiten. Das beginnt einerseits beim Mast, beim Rig, wir haben die Wanten, die Salinge, die Mastbiegung, aber auch das Unterwasser, bei den Jollen ist es ein Schwert. Es gibt viele Trimmöglichkeiten, an denen wir an kleinen Schrauben drehen können. Und nicht zu vergessen, man sollte sich jeden guten Trim, jedes gute Setup aufschreiben. Die speziellen Markierungen, die speziellen Einstellungen, das hilft speziell für den nächsten Segeltag, um wieder vorne dabei zu sein. Wir arbeiten mit unserem Coach mega gut zusammen, weil er sieht halt von außen viel und wir fühlen es von innen, und manchmal ist es gut, wenn wir einen Perspektivenwechsel machen. Und ich mal von außen reinschaue und er es von drinnen fühlt. Und dann wird er wahrscheinlich heute sagen, ist geil, und andere Tage halt wird irgendein Verbesserungsvorschlag kommen, aber heute fühlt es sich ziemlich gut an. So I like to feel the boat on board, you know. I think at the end, if you do that, you can give some better advice to the sailors, and you can feel it. And also we are trying different scenes, so I wanted to feel the rudder pressure. Which is very important for me in this light wind, also to realize the heeling we need. So it was good. Der Start ist beim Segeln ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Man startet zwischen 2 fixierten Punkten und die Linie, die ist eigentlich imaginär, also die muss man sich vorstellen. Es gibt nichts Messbares, man schaut vom einen Punkt zum anderen und peilt, deswegen ist die Peilung auch sehr wichtig, um zu sehen, ob man über der Startlinie ist oder noch darunter. Jetzt Donne genau vor uns, Peilung, Leuchtturm. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je mehr Boote an der Startlinie sind und desto höher das Niveau ist es, desto schwieriger ist es natürlich zu starten, weil die Startlinie hat eine gewisse Distanz oder Länge und da passen manchmal nicht alle Boote rein. Und wenn du in der 2. Reihe dann startest, dann hast du quasi deine Wettfahrt schon so gut wie aus der Hand gegeben, weil dann bist du von anderen abhängig, kannst nicht mehr du alleine die Entscheidungen treffen. Und deswegen ist es so wichtig, als erstes rauszustarten, aber natürlich nicht zu früh, weil das wäre der Worst Case. Beim Manövertraining geht es auch sehr viel darum, dass man sich mit seinem Teamkollegen perfekt versteht. Mein Partner muss eigentlich eine Schablone von mir sein oder umgekehrt. Wir müssen uns gleichzeitig bewegen. Eigentlich muss aus 2 Gehirnen 1 werden, weil das Boot
reagiert am besten darauf, wenn wir uns exakt gleich bewegen und am besten auch gleich atmen. Das hört sich jetzt übertrieben an, aber unser Boot ist nur 80 Kilo schwer und 4,70 Meter groß und demnach ist es so wichtig, dass wir gemeinsam das Boot lenken. Und da gibt es verschiedene Drills im Training, die man üben kann. Manchmal ist es auch so, dass du die Wände oder die Halse nicht frei wählen kannst, weil wenn ein anderes gegnerisches Boot kommt, kannst du es nicht so timen, wie du es gern möchtest. Deswegen ist es auch wichtig, dass der Coach da dir manchmal reinpfuscht ins Training und mit Drills einfach sagt, okay, jetzt ist Wende, egal ob die Welle gerade passt oder egal ob der Wind gerade passt, aber man muss jemanden auch aus der Komfortzone rausbringen und deswegen gibt es solche Drills dafür. Und das Coole beim Manövertraining ist auch, dass es alleine durchführbar ist. Bei vielen Sachen beim Segeln braucht man gute Trainingspartner, um sich bestmöglich vergleichen zu können. Aber beim Manövertraining ist es eigentlich wurscht. Da geht es nur um Schnelligkeit und Genauigkeit und da findet man sehr schnell auch mit Videos von außen heraus, wo man an welchen Schrauben drehen kann oder muss. Und deswegen ist es eigentlich manchmal ein ganz cooler Aspekt des Trainings. Auch ein super wichtiger Punkt beim Segeln ist die Bojenrundung. Da kann man sehr viele Boote aufholen oder auch verlieren. Und demnach ist es sehr wichtig, das in unser Training tagtäglich einzugliedern. Weil es geht darum, zum Beispiel, wenn man die Luftboje rundet, den Spie so schnell wie möglich zu setzen. Da kommt es auch wieder darauf an, wie gut wir zusammenarbeiten und wie gut unser Timing ist. Und man darf die anderen Boote trotzdem nicht aus den Augen lassen. Und manchmal ist es so, schnell zu sein ist nicht immer am schnellsten. Das heißt, wenn man ganz schnell den Spie raufgibt und so schnell setzt wie möglich und dann aber die falsche taktische Entscheidung trifft, fährt man schnell in die falsche Richtung. Das heißt, man muss ganz viele Sachen beim Segeln bedenken und bei den Bojenrundungen wird es eigentlich immer spannend, weil da komprimiert sich wieder das ganze Feld. Man muss sich richtig einordnen, man darf keine Regeln verletzen und man muss noch dazu darauf achten, wo man als nächstes hinfährt. Also es ist ein bisschen so wie Schachspielen am Wasser, dass man immer 2 Schritte vorausdenkt und wieder sich überlegt, wo man jetzt sich taktisch platzieren muss oder manchmal will. Deswegen kann man bei solchen Bojenrundungen viel herausholen. Wenn man diese 5 Punkte dann verinnerlicht hat und so gut wie möglich trainiert hat und dann alles klappt bei der Regatta, dann ist man eigentlich schon auf einem guten Weg, die Regatta sehr gut abzuschließen. Beim Segeln heißt es generell keep it simple. Je einfacher man alles haltet, desto besser ist es eigentlich. Und wenn ihr noch weitere Fragen habt, dann scheut euch nicht davor, uns zu schreiben und was das Wichtigste ist, Candidate Sailing abonnieren.